Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei einem Testet dabei seid. Wir spielen heute Kona. Das ist ein Indie-Game von Parabole, habt ihr am Anfang ja gesehen. Ist noch im Early Access, aber wenn ihr euch das so gerade mal anguckt, die Grafik, also das Bild alleine schon, wow. Außerdem wäre ich jetzt gerade da, so warm wie das hier drin ist, würde ich gerade ein bisschen Schnee bevorzugen, aber wir wollen ja nicht meckern. Na? Es ist ja nur die Wohnung, die so heiß ist, weil die Sonne hier so drauf knallt. So, am 10. März wurde das Spiel diesen Jahres released. Da wird auch noch einiges passieren. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal eine Runde. Soundtrack ist auch so geil. So, Play. Ihr seht, ich habe schon 2 Testläufe gemacht. So. Testläufe in dem Sinne, ich habe mir einmal das Spiel angeguckt, wegen Grafik und so, und einmal habe ich halt einen Soundtest gemacht, wegen dem Schneesturm und so, weil das immer zu laut war. Ich hoffe, das ist jetzt passend. Ich kann halt hier nicht schreien wie ein Weltmeister, das geht einfach nicht. Nee, das können wir einfach nicht tun. Irgendwann bedanken sich die Nachbarn. So. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle-of-nowhere area, situated near the far northern Lake Atamipek. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. So. Das haben wir uns gerade selber vorgestellt. So, und jetzt können wir selber spielen. Also erstmal ein Rundumblick. Sieht schon alles sehr nice aus, ne? So ein düsteres Wetter, ein bisschen Sonne. Man sieht hier so leicht die Sonnenstrahlen. Seht ihr das? Also die Sonne ist da irgendwo hinter den Wolken. So, dann sammeln wir mal unser Equip ein. Wir haben hier einmal eine Kamera. Dann haben wir eine Carl had to Karte. drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. So, wir sind da unten. Wir sollen da oben zu dem Store. Na, die Karte blinkt auch schön. Die sagt uns gerade, wo wir hin sollen. Hier gibt es auch noch einige Häuser daneben. Dadurch, dass hier dieses Zeichen von der Tankstelle, wenn wir zu den anderen dürfen, kriegen die auch so Buttons. So, jetzt packen wir das erstmal weg. Mit Q können wir das immer wegpacken. Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses, as well as metal mines in this northern region. Okay, der Typ hat eine Metallmine. Das ist unser Notizbuch. Das müssen wir mal kurz The gucken. Wir haben ja hier auch... Carl's long-standing and faithful ally, had seen his share of husbands caught red-handed cheating. There's So. always something out there waiting to be snapped So away. könnten wir Fotos machen, ne? Hallo, Mami. Zack. So funktioniert das. Jawohl. Wir haben jetzt noch... Keep Pick. Ach komm, wir behalten es. So. Dann sammeln wir mal weiter ein. Ich wollte ja eigentlich... I haben wir Inventar. Hier haben wir Equip. Dann Specials, Briefe. Hier können wir ins Inventar. Hier oben haben wir unsere Gesundheitsanzeige, Temperatur, Stress und Gewicht. Carl, So. ever diligent in his work, Und always hier carried his können wir halt- log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Der quatscht viel dazwischen. So, hier haben wir halt unsere Objekte, was wir machen sollen. Locations. Rest Stop, Beta Notes. Some locations can't be unlocked for now. Alles klar. Charaktere. Hier stellen wir uns gerade selber vor. Ja, wir wissen es. Und die Fotos. Hier können wir Fotos sammeln. Ist doch nett, oder? So, können wir auch noch zoomen. Oh, schön nah. So, dann gehen wir mal raus und sammeln hier den Rest ein. Wie wir gerade gesehen haben, er ist Raucher. Streichhölzer sind da auch ganz wichtig. Flashlight. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Jetzt wird er schon ungeduldig. So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal. Eine leere Flasche. Ja. Ich glaube, das ist unser Auto. Das Gestrüpp hier sieht teilweise von der Ferne aus wie Stacheldraht, oder?
Oh. Und ihr habt da auch immer diesen Punkt da. Dieses, na, daran könnt ihr sehen, wo ihr hin müsst. An interesting work of art. Okay. Ja, die Masken sehen halt, ne? Ja, schon interessant aus. Wo ihr Bilder machen müsst, kriegt ihr auch Bescheid. So, Hochsitz. Achso, das ist die Pfanne. Emperor Duplessis, in spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to re-establish the region as an integral part of the province of Quebec. The blue fleur-de-lis could be seen fluttering in the wind here and there, taunting the red Canadian flags on the other side of the province's boundaries. So, also, wie wir ja schon mitgekriegt haben, wir sind hier in Kanada. Mal gucken. Oh, schön. Also sagt mir doch mal, das Spiel sieht doch wohl geil aus, oder? Für ein EA. Was haben wir hier? Ach, guck mal, eine Zange. Und das sieht aus wie Feueranzünder. Zack. Übrigens schließt sich hier alles selber. Also fast alles. Das hört sich immer sehr an, als wenn da jemand rumrennt. So, da drüben haben wir ein Schild. Tankstelle. 2 Meilen. Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. So, das Ding ist zu. Hier haben wir ein Häuschen. Kommen wir da rein. Jawohl. Da liegt zwar draußen Stein, aber Telefon. Das ist hier eine Karte. Genau, das ist die Karte von dem ganzen, wo wir sind. Da oben ist noch ein Haus und da ganz hinten ist noch ein Haus, ne? Da in den Karpaten ist noch eins. Was haben wir hier? Manastan. Okay. It will be good. Dann readen wir das. Ach, da. Northern Quebec and it's inexhaustible resources. Natural resource, why not take advantage of this? Das sieht aus wie ein Werbeflyer für die Gegend. As far as Dallas, USA. Get involved, invest now. Ah, okay. Die haben halt hier die Gegend aufgebaut zum Wohnen. Und Africa in America. Country and its people wish to see you soon. Ja, das ist ein Werbeflyer. Telefon geht nicht. Wen wundert's? Oh, der Fluss sieht auch geil aus, oder? Ach, guck mal. Wie sagt man? Das grüne Zeug hier drauf. Na, ihr wisst, was ich meine. Was wir auch auf den Flüssen Hamilton never haben. mentioned a road blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Ja, das ist eine gute Frage. The cutters Warum made ist quick hier work of the mitten... chain. What better way to investigate vandals than to get into their shoes, Carl, the professional vandal, thought, reveling in the irony of the situation. Das ist eine gute Frage. Warum ist mitten in der Wildnis die Straße abgesperrt? So. Ihr seht, die Scheiben sind auch ziemlich dreckig an seiner Karre. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. Warte mal. Ich glaube, wir müssen... Ich finde ihn jetzt ein bisschen zu leise. Also ich verstehe ihn Audiooptionen. Ich habe das ja alles runtergeschraubt. Ich mache das mal ein höher wieder. Weil ich finde es sehr leise. So. Und dann wieder zu. Und weiter. Oh ja, fahren ist hier... The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy.
Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Ich finde es lustig, dass die Scheibenwischer angehen, bevor es anfängt zu schneien. Ne? Da war das Timing jetzt ein bisschen... Ja, ne? Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Können wir da gucken gehen? Ist das Müll? Stopp. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Also wir können nichts machen, wir können nicht aussteigen, wir müssen bis zur Tankstelle durchfahren. Und wir sehen nichts. Schön ist anders. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Oh. Hey. Der hat gehupt, warum? Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. So, die Tanke müsste jetzt gleich kommen. Wir fahren ja noch an 3 Häusern vorbei. Da ist ein Briefkasten. Oh, da liegt Holz auf der Straße. Gott, so wie ich fahre, ne? Alter Falter. Wie kann man denn so fahren? Da ist noch ein Haus. Da ist noch ein Haus. So, the truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Na, hier hatten wir jetzt einen kleinen Aussetzer. Ah, guck mal. Da ist auch der Weg versperrt. Da liegt ein Baum. Und wir fahren jetzt hier einfach. General Store. Ah, nein. Ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwo hingefahren. Also Kinder, so fährt man Auto. Was haben wir hier Schönes? Nix. Dann gehen wir mal erst hier draußen gucken. Was ist das denn? Ein brennender Pfeil. A crossbow bolt. Ah, na gut. Keep the picture. Lustig. Hallo, ist da jemand? Hallo. Das ist wie ein Horrorspiel, ne? Erstmal ins Klo gucken. So, wir können hier auch Holz mitnehmen. 2, 3. Ich habe jetzt mal 3 mitgenommen. Was haben wir hier? Komisch, ein bisschen das Haus. Was haben wir? Oh! Das sind... Guck mal, da sind Wölfe. So, schauen wir mal. Klick. Noch ein Bild. Was das damit zu tun hat, werden wir noch sehen. Huch! Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Eigentlich schon, ne? Was it about bears? Oh, bitte keine Bären. Ach, guck mal. Fix. Ja, Strom ist... Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Ah, wupp. Wir kicken... Oh, ja, guck mal. Kicken wir alles durch die Gegend. Ah, guck mal, hier waren sie. Lustig ist, dass sie hintapsen, aber nicht zurück. Was haben wir da? Einen Brief.
Let it be known. Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Dass der mich immer unterbrechen muss. Let it be known. You're nothing more than a brigand, a robber, a garbage hoarder, a viper, a leech, a monster. You're holding a knife at my throat. Too bad for me, but... Okay. Let it be known, ja. Oh, du bist ein Monster, eine Schlange. Nett. Sehr nett. Ah, guck mal. Ein Ofen. Wer setzt sich denn bitte bei den Temperaturen draußen auf diesen Stuhl? Aber wir brauchen halt hier oben diese Wärme, um uns immer wieder zu regenerieren. Ist da hinten eine Brücke? Nee. Ah, oh, das Feuer sieht auch geil aus, oder? Nein, wir verballern jetzt nicht noch einen Film. So, und immer schön alles aufmachen. Das ist die Garage. Na gut. Obwohl, jetzt sind wir schon mal hier, dann können wir da auch reingehen. So, wo haben wir die Taschenlampe? 4, ne? Gib es hier keinen Strom. Ah, da. Gucken wir mal, was hier so rumsteht. Können wir die rausziehen? Nö. Ist da irgendwas? Hallo, Schublade? No. Schrauben. Zange. Na, da können wir schon mal die Hälfte der... Musik. Mach mal Musik an. Oh ja. Was ist hier? Hoffenweise Papier, oder? Leere Kartons. Was bist du? Carl was making progress, but the lift probably needed some more juice to work properly. Okay, ihr braucht mal Saft. Ah, The crowbar was stuck under the lift. da kommen wir nicht dran. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Ja. Alles klar. Wir brauchen mehr Saft. Strom ist wahrscheinlich auch gerade ein bisschen mau. Zack. Funktioniert ihr überhaupt? Oh, wir haben Stress. Genau, das sounds familiar. Wir haben Stress. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. The place is a mess. Ah, guck mal, Zigaretten. Oh. Sieht ja schrecklich aus hier. Was haben wir hier? Cola. Military Ration Packs. Das braucht man, das ist mal ganz wichtig. Aber die horten das hier oben sowieso so gerne. Das ist immer noch das Military. Was ist das? A map of the province of Quebec. Okay. An explosion suddenly occurred outside. Das ist nicht gut. Oh, guck mal, Anzünder. Das sollten wir mitnehmen. Das sollten wir mitnehmen. Was ist das The hier? note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Ah. Na gut. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. So, machen wir die Garage erstmal aus. Das gucken wir uns gleich alles nochmal in Ruhe an. Warum gehen denn die Schränke alleine zu? So. Irgendwo... You don't leave ammunition out in the open like this.
Was Gilles Lachance that careless? Ach, guck mal. So, dann gucken wir den restlichen Schrank auch noch durch. Und dann machen wir gleich weiter. Der Schlüssel. Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Das Lustige ist ja, ich war ja schon in der Garage. Die Garage ist ja schon offen. So, Kinders. Machen wir euch erstmal fertig hier. So. Dann. Wir wollten ja in der Garage was holen. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Wir wollten ja was holen. Aufwärmen. Passt. Ich finde es lustig, dass die Tür offen war, bevor ich... Genau, wir wollten ja... Haha. Deswegen leuchtet die Lampe auch da in die Richtung. So. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Ja. Ach, hier, guck mal, ist wieder Holz. Oh, ich sollte vielleicht gleich mal was ins Auto packen. Da unser Auto nämlich unser Lagerplatz auch ist. So. Zack. Okay, wir waren ja jetzt gerade hier, ne? Was haben wir hier? Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Okay. Was ist A da? nice picture of the Magasin Lachance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Was? Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Ein Brief. Mr. Lamour, here is the spark plug that you ordered for your ski-doo. Ah, hier ist etwas für dieses, ich denke mal für diese Skimobil. Hat er was bestellt? Und ist halt sehr beliebt und man kann halt nicht so oft ein neues bestellen. Jo. Einfach mal einpacken, war. Neuer Brief. To open the cash register. Wie lässt man sowas liegen? Wieso lässt man sowas liegen? So kannst du die Kasse öffnen. Drücke einfach ein paar Nummern, drücke auf Bezahlen, dreh zweimal das Rad und dann geht es auf. Und wenn nicht, schlag die Maschine. Was haben wir da? Ach, wieder ein Werbeflyer. Street. Ah, okay. Booming. Also sie sagen, dass hier 30.000 Seelen, 1000 von Familien würden hier leben oder hier hinziehen und Minen, Hydroelektrizität, Jagen, Fischen, der kanadische Traum. Mach es jetzt zu deinem. Die Minen, Road to the Future. Okay. Was haben wir hier? This Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Okay, hier ist haufenweise Krempel. Das ist Bier. Sieht aus wie Bier. Da oben ist eine Flasche. Ach komm, lassen wir sie. Warum steht mein Auto jetzt hier vorne? Was soll das denn? Ihr habt's gesehen, ne? Mein Auto habe ich doch woanders hingestellt. Juhu. Na, wenn die Leiter sich immer so leicht bewegen würden. So. Wein? Das ist für Wein, definitiv. Die
Die Schubladen haben wir, glaube ich, alles schon durch, ne? Da ist die Kasse. Was ist das? Medipack. Ach, das sind Medipacks, die ganzen Kartons in der Garage. Was ist das hier? Achso, ich soll tanken. Das Spiel sagt mir gerade, dass ich tanken soll. Okay. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. So. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Ja, ich soll mich ja eigentlich mit Hamilton treffen. Und der hat aber Gilles gesagt, dass ich komme und er soll halt mich willkommen heißen. Der Hamilton ist beim Doktor. So, wie war das mit der Kasse? Ach komm, wir nehmen 4, 5. Save. Und offen. Kanadische Dollar, ne? Ja, das ist ein bisschen Geld ist drin. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Ja, das ist eine schöne Liste mit Adressen. Das ist natürlich auch Aschenbecher. Ah, Kleingeld. Hat jemand seine Zigarette verglühen lassen? Oh, guck mal. The clock is stuck at 3. Ich lasse jetzt einfach mal alles an. Wenn ihr schon mein Auto hier vorparkt, obwohl ich gar nicht da bin. Was mir irgendwie ein bisschen suspekt ist. So, tanken. Aufschrauben. Stecken wir den Zapfhahn doch einfach mal durch den Deckel. So macht ihr das auch, oder? So, wenn wir jetzt einen Kanister hätten, könnten wir den auch noch füllen. Haben wir nicht. Gut, jetzt läuft hier alles und ich hau ab. Super. Die Leute werden mich lieben. So, da war ja abgesperrt. Achso, ich wollte ja mal ganz kurz meine Karte gucken. Mal raus. Ich nehme mal raus. So. Seht ihr? Jetzt haben wir überall diese Häuser. Tankstelle. Was soll das andere Zeichen da sein? Wahrscheinlich Garage. So. Der Dings ist ja beim Doktor. Theoretisch könnten wir auch erst zum Doktor gehen. Oder aber einmal... Na, da oben ist ja noch nichts. Ich würde sagen, wir fahren zu Roy. Familie Roy. Ich sehe den Familiennamen, soviel ich weiß. Ich würde aber glatt sagen, bevor wir jetzt weitermachen, beende ich hier das Testet. Moment, das. So, da bin ich wieder. Ich musste mal eben niesen. Also, wir beenden jetzt das Testet. Ich werde dieses Spiel am Samstag streamen. Na, Samstagabend. Und könnt ihr gerne mit weiterschauen, wie die Story weitergeht. Schreibt mal unten rein, was ihr von dem Spiel haltet. Apropos an den Publisher, thanks for the key. Great game. Also ich finde das sehr schön. Die Atmosphäre, so als Detektiv durch die Gegend zu rennen, alles zu erkunden, alles durchsuchen, überall rumwühlen. Das hat was von Layers of Fear, oder? Jetzt fange ich auch schon an wie Showy. Alles mit Layers of Fear zu vergleichen. Nein, aus. Böse Tana, aus. Auf jeden Fall. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ob ihr das als Let's Play sehen möchtet. Ich kann dann gerne am Wochenende den Stream aufnehmen und das als Let's Play dann auch nochmal hochladen. Das ist bestimmt sehr interessant. Ich würde dann aber auch die Folgen, glaube ich, ein bisschen länger machen, weil sonst, wenn man immer noch 15 Minuten schneidet, ich weiß nicht, ob das so... Ja, guck mal, er quengelt schon. Sagt mir einfach mal,
was ihr davon haltet. Alle Links sind unten drin. Ich danke euch fürs Zusehen und dann vielleicht am Samstag im Stream. Bye!